Eines verschneiten Abends fuhr ein älterer Mann namens Stepan mit seinem Schneemobil zu seiner Hütte tief in der Taiga. Plötzlich zwischen den schneebedeckten Bäumen sah Stepan eine flinke Bewegung. Ein kleines Wolfsjunges, einsam und verloren, näherte sich seiner Hütte. Es wirkte verängstigt, doch als es den alten Mann bemerkte, flüchtete es in den Wald. Stepan spürte, dass dieses kleine Wesen von seinem Rudel getrennt worden war. Entschlossen beschloss er, dem Wolf zu helfen. Das kleine Wolfsjunge näherte sich zögerlich. Stepan beobachtete das Wolfswelpe, während es sich sättigte. Bald war das Vertrauen gewonnen und das Wolfsjunge folgte Stepan in die Hütte. Stepan nannte den kleinen Wolf Viyun und bot ihm Wärme und Geborgenheit. Viyun seinerseits schien dem alten Mann für seine Güte zu danken, indem er sich friedlich in der Nähe des Ofens niederlegte. Die Tage vergingen und eine tiefe Freundschaft entwickelte sich zwischen Stepan und Viyun. Doch eines Abends wurde die Idylle jäh zerstört. Eine raue Männerstimme durchbrach die Stille vor der Tür und mehrere Männer traten grob in die Hütte. Stepan erkannte, dass sie aus den Gefangenenlagern kamen, Verbrecher auf der Suche nach Beute. Der Übergriff begann und Stepan versuchte sich zu verteidigen, doch er war chancenlos gegen die Übermacht. In dem Moment, als ein Bandit seinen Arm hob, um Stepan zu schlagen, stürmte Viyun in die Hütte. Der kleine Wolf knurrte bedrohlich und klammerte sich an das Bein eines Angreifers. Ein Schuss ertönte und Viyun wimmerte vor Schmerz. Mit letzter Kraft floh das Wolfsjunge aus der Hütte. Der Bandit lachte triumphierend, doch seine Freude währte nicht lange. Eine riesige Wölfin, Viyuns Mutter, erschien in der Tür, bereit, ihr Kind zu verteidigen. Die Banditen erstarrten vor Entsetzen. Die Wölfin griff an und der Räuber, der Viyun verletzt hatte, wurde von der wütenden Bestie überwältigt. Die anderen versuchten zu fliehen, doch die Wölfin versperrte ihnen den Weg. Stepan eilte aus der Hütte und fand Viyun im Schnee. Das Wolfsjunge lag schwer verwundet. Trauer und Verzweiflung überkamen den alten Mann. Er hatte Viyun einst vor Hunger und Kälte gerettet und nun bezahlte das treue Tier mit seinem Leben. Die Tage verstrichen, die Monate vergingen, doch Stepan konnte den Verlust nicht vergessen. In seiner Trauer nahm er weiterhin die Schüssel mit Futter mit nach draußen, als ob er darauf hoffte, dass Viyun eines Tages zurückkehren würde. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.